Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar machen wir heute eine Kartoffelcarbonara. Wer sagt denn, dass es immer Spaghetti Carbonara sein muss? Mal was anderes. Und wie man dieses Gericht zubereitet, na das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Zuerst geben wir etwas Öl in eine Pfanne und erhitzen es auf mittlerer Stufe. Ich habe hier ein ganz normales Rapsöl genommen, ihr könnt aber jede Art von Öl verwenden, die ihr zu Hause habt. Das Öl, das verteile ich jetzt mit einem Pinsel in der Pfanne, da man so viel weniger davon braucht. In das erhitzte Öl gebe ich jetzt eine klein gewürfelte Zwiebel. Zu den Zwiebeln gebe ich jetzt 150 Gramm von dem leichten Kartenschinken. Ihr könnt auch gerne den mit Speck nehmen, das ist sowieso immer Geschmackssache. Ich mag es am liebsten ohne Speck. Jetzt rühren wir das Ganze erst einmal in der Pfanne durch und lassen es dann für ca. 5 Minuten bei gelegentlichen Rühren vor sich hin braten. Als nächstes benötigt ihr ein paar vorgekochte Kartoffeln. Ihr könnt auch gut Kartoffeln vom Vortag verwenden. Die Kartoffeln, die werden jetzt in Scheiben geschnitten und direkt in eine Auflaufform gegeben. Meine Kartoffeln sind hier auch vom Vortag noch übrig geblieben, die eignen sich so am besten. Für dieses Rezept werde ich euch natürlich alle Zutaten mit Mengenangaben in die Videobeschreibung schreiben. Dieses Kartoffel-Carbonara-Rezept ist mal ein ganz anderes Rezept für übrig gebliebene Kartoffeln. Kann ich nur empfehlen, mal nachzumachen. Und über die geschnittenen Kartoffelscheiben geben wir jetzt unsere gut gebratenen Kartenschinken mit den Zwiebeln. Das duftet auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und jetzt verrühren wir das Ganze in der Auflaufform ein bisschen miteinander. Einfach so ein bisschen unterheben, dass der Kartenschinken und die Zwiebeln sich zwischen den Kartoffeln richtig gut verteilen können. Als nächstes machen wir unsere Soße. Dazu gebe ich 150 ml Milch und 2 Esslöffel von der sauren Sahne in die Schüssel. Dann trennen wir 2 Eier und geben nur das Eigelb zu der sauren Sahne und der Milch. Das Eiweiß, das müsst ihr übrigens auch nicht wegwerfen, das kann man getrennt vom Eigelb sehr gut einfrieren. Und jetzt wird die Soße erst einmal mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss und etwas Paprika-Edelsüßpulver gewürzt. Jetzt rühren wir die Gewürze einmal ganz kurz ein. Und dann geben wir noch ein paar Kräuter dazu. Ich habe hier so eine 7-Kräuter-Mischung in tiefgefroren genommen. Die rühre ich jetzt so lange ein, bis die Kräuter sich gelöst haben und nicht mehr tiefgefroren sind. Ihr könnt natürlich auch wunderbar getrocknete oder frische Kräuter in diese Soße hineingeben. Und jetzt verteilen wir die leckere Soße ganz einfach über unseren Kartoffeln in der Auflaufform. Und da es ja ein Kartoffel-Carbonara werden soll, verteilen wir noch etwas Parmesankäse über die Kartoffeln. Rein theoretisch könnt ihr hier auch Gouda oder einen anderen eurer Lieblingskäse verwenden. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber ich persönlich finde, zu einer Carbonara gehört einfach Parmesankäse dazu. Wenn ihr euren Käse darüber verteilt habt, dann gebt ihr das Ganze bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Und zwar genau so lange, bis der Käse schön goldgelb, knusprig und braun geworden ist. Das dauert in der Regel so 15 bis 30 Minuten. Einfach immer wieder nachgucken und wenn der Käse richtig schön goldgelb braun geworden ist, dann ist euer Kartoffel-Carbonara auch fertig. Und hier ist dann das tolle Ergebnis. Schaut das nicht richtig lecker aus? Eine tolle Kartoffel-Carbonara-Variante. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen,
wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!